Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian und ich bin natürlich wieder mit Melanie am Start. Ja, Melanie steht schon an einem Objekt der Begierde, denn wir sind heute wieder auf den Spuren des Ersten Weltkriegs unterwegs. Und der ein oder andere wird das Video kennen vom Hartmannswiller Kopf bei uns auf dem Kanal. Und heute sind wir ja beim großen Bruder, sage ich mal, bei dem Schattenberg, den Sudelkopf. Und ja, da gab es auch ja, entsprechend viele Gefechte und Scharmützel im Ersten Weltkrieg zwischen den Franzosen und den Deutschen. Und ja, das wird heute hier mega spannend, denn wir finden hier oder wir können hier sehr, sehr viele Überreste finden aus dem Ersten Weltkrieg, vornehmlich deutsche Stellungen. Und was das alles im Einzelnen ist und was wir euch dazu erzählen können, das seht ihr nach dem Intro. Also bleibt dran. Ja, die Deutschen haben 1900, also zwischen 1915 und 1916 hier sehr massiv die Stellung am Sudelkopf ausgebaut. Und das Spannende ist einfach, ähnlich wie ja, im Gebirgskrieg allgemein, in den Alpen, ist das hier natürlich auch mittlerweile so extrem verwunschen und ja, einfach optisch finde ich immer sehr, sehr ansprechend, als wenn man jetzt Anlagen aus dem Zweiten Weltkrieg besucht. Schon alleine das hier. Wir finden oder wir werden hier eine Menge Stollensysteme finden. Wir werden betonierte Unterstände finden. Wir werden ganze Stützpunkte finden, die die Deutschen hier auf den Sudelkopf gebaut haben. So, der erste Stollen, also wir haben jetzt hier kurz gesehen, es geht hier einmal rum. Und das wird so eine Art Beobachter dann am Schluss sein. Oder womöglich auch eine Maschinengewehrstellung. Da ist die Öffnung. Und dann können wir hier im Prinzip wieder raus. So, am Wegesrand finden wir hier auch Waschgelegenheiten, die hier noch erhalten sind. Also man hat ja hier auch wieder eine entsprechende Infrastruktur geschaffen, damit das hier auch alles irgendwie funktioniert auf diesen Bergen, Bergkuppen, Berghängen. Das ist ja alles, hier musste ja so eine Leistung vollbracht werden in der Versorgung. Das ist ja auch richtig massiv. Und es gab auch viele Küchen und so weiter, die etwas weiter hinter der Front aufgebaut wurden. Wie gesagt, Waschgelegenheiten, Strom musste auch hier hochverlegt werden. Wir werden jetzt hier uns ein bisschen in diese Richtung hochbewegen. Das wird noch etwas länger dauern. Deshalb kann ich euch auf jeden Fall noch ein bisschen was zu der Hintergrundstory erzählen. Also die Franzosen haben den Sudelkopf schon relativ früh, 1914, ja, bemannt. Schon die ersten kleinen Truppen, also solche Gebirgsjägereinheiten hier stationiert. Und es war nun natürlich so, dass man versucht hatte, wie den Hartmannswiller Kopf, die Höhenlagen entsprechend zu sichern, weil wir befinden uns ja hier im Elsass, aus dem Grenzgebiet, und konnte natürlich von diesen hohen Punkten aus taktischer und strategischer Sicht Artillerie platzieren, den Feind beobachten und entsprechend reagieren. Deshalb musste sowas ganz früh im Prinzip im Krieg bemannt und ausgebaut werden, damit man halt den Vorteil gegenüber seinem Feind halt hatte. Überall werden wir jetzt sowas finden. Hier ging es auch wieder in den Berg rein. Ihr seht, wie hoch das jetzt hier geht. Und hier haben wir wieder Heinrichsblech. Also damit hat man die Stollen stabilisiert.
damit er nicht zusammenbricht. Und ja, ist natürlich jetzt hier zusammengebrochen irgendwann mal, ist ja auch alles verrostet. Aber sowas werden wir heute sehr häufig sehen. Jetzt haben wir hier den nächsten Stollenzugang gefunden. Hier sieht man auch wieder, dass der Zugangsbereich so ein bisschen betoniert wurde. Hier oben sind auch Haken. Ich glaube, man hat hier diesen Zugang auch noch gesichert, dass der aus Tarnungsgründen entsprechend verborgen geblieben ist. Hier ist sogar noch ein altes Metallblech. Und man findet halt auch immer wieder bei solchen Sachen Glas. Man hat hier auch entsprechend Getränke und so weiter auch hochgeliefert. Wobei die Wasserversorgung sehr, sehr schwer war. Die wurden auch immer wieder zerstört und man hat so Reservoirs halt angelegt. So 1000 Liter immer irgendwo bei Stützpunkten. Man hatte aber auch für die Erfrischung auch so Seltersflaschen, gab es auch, in die Gräben getan, die man aber halt nur bei so Kampfhandlungen dann nutzen durfte, um sich halt kurz zu erfrischen. Ansonsten musste man halt auf diese regulären Wasserreservoirs zurückgreifen. So Leute, es ist mordsanstrengend jetzt hier hoch und jetzt kommt noch eine weitere Gefahr dazu. Wir müssen halt hier wirklich gucken. Hier liegen noch Munitionsreste. Da könnt ihr das sehen. Ja, es gibt hier keinen Sprengkörper mehr. Es ist praktisch nur noch die Hülse. Aber da können noch viel Intaktes hier liegen, deshalb müssen wir da echt höllisch aufpassen. So, wir sind jetzt hier an der Hessenschanze. Das ist der erste richtige Stützpunkt, den wir anlaufen. Das ist ein kleiner Stützpunkt. Stützpunkt 9 wäre das. Wir können das nicht chronologisch anlaufen, das ist nicht möglich. Da müssten wir ganz anders anfangen. Also haben wir jetzt hier den 9er. Ich werde mal reingehen. Also der war verbunden hier mit Kampfgräben. Mal gucken, ob man hier überhaupt noch reinkommt. Das ist so die Preisfrage. Boah. Auf jeden Fall ist hier noch die Holzvertäfelung drin. Ich kann euch mal hier mit reinnehmen. Boah. Ein bisschen zumindest ist hier die Holzvertäfelung. Ey, hier geht's noch weiter, ne? Ha? Ja. Und hier konnte man praktisch wieder rausschauen. Das hier oben, dieser Schacht, der ist für das Periskop. So, und dann haben die sich hier noch unten noch weiter durchgeschlagen. Weil wir sind hier, wie gesagt, wieder auf so einer Anhöhe. Oh. Junge. Guckt euch das mal an, ey. Aha. Das ist ja krass wieder hier. Ach du Scheiße, ist das mega gruselig. Ja, hier lacht uns erstmal ein riesiger Schädel an. Ist das Wahnsinn. Wir haben jetzt einzelne Kammern. Oh Gott. Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Wir haben hier noch die Holzvertäfelung, die Holzverschalung zum Teil drin. Es geht hier weiter.
Und das ist der kleine Stützpunkt. Ich habe gelesen, dass teilweise bis zu 60 Mann in Schichten hier unten aktiv gewesen sind, beziehungsweise sich ausgeruht haben. Überall liegen hier Knochen von Tieren. Und da hinten ist es aber verschüttet. Also Leute, das ist krass. Der erste Stützpunkt. Ihr seht, was die Soldaten hier im Ersten Weltkrieg wieder geleistet haben, um sich hier in den Berg vorzukämpfen. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, Leute, ich sag's euch. Das geht schon mal richtig gut los. Ja, jetzt haben wir hier einen weiteren Unterstand, der leider direkt an der Straße liegt und deshalb hier auch schon voll gepinselt ist. Aber wir wollten euch den trotzdem zeigen, weil man hier nämlich noch ein Relief sieht. Erbaut, Baukompanie, das muss Landwehr Jägerregiment 40 sein. Hier oben steht noch eine 17. Und dann sind die hier unten, habt ihr dann einzelne Nischen, sind leider auch hier schon ein bisschen zugemüllt. Wie gesagt, es ist direkt an der Straße, Heinrichsblech drin. Aber wir müssen jetzt hier bei der Straße irgendwie noch mal in diese Richtung runter, weil da noch irgendwie was mit einer Küche sein soll. Mal gucken, was wir davon noch sehen können. Ja, wir müssen hier wirklich die Augen offen halten. Melanie hat hier gerade noch was erspäht. Hier war auch irgendein Objekt, vielleicht ein Bunker, also zumindest ein betonierter Unterstand. Und schaut mal, hier ist in Schreibschrift in dem Beton. Da steht auch irgendwie erbaut von. Und das kann man leider nicht mehr erkennen hier. Das ist leider alles abgeplatzt. Also hier haben wir wohl noch Reste vom Küchenbereich. Küchenbereiche, da musste man auch für sorgen, dass die ja in einer guten Ecke waren, weil durch die Rauchentwicklung, wenn man gekocht hat, hat man ja die Position ziemlich gut dem Feind verraten können. Deshalb waren Küchenbereiche, obwohl die ja nicht in Kampfhandlungen eingebunden werden sollten, ständig auch unter Feuer, weil sobald es eine Rauchentwicklung gab, dann hat man hier natürlich volle Kanne draufgezimmert auf gut Deutsch. Und das ist wohl der Rest. Melanie sagt gerade, oh, das ist immer ein gutes Zeichen. Gefährlich? Gefährlich klingt gut. Oha, ja. Muss man gleich wieder drauflegen. Oh ey, da geht's rein. Das könnte aber auch schon wieder so ein Periskopschacht sein, ne? Ich glaube schon. Da müssen wir mal den Eingang finden, oder? Krass. Tja Leute, wir haben hier was gefunden. Also hier geht es scheinbar in den Küchenbereich doch noch weiter runter. Ja, dass wahrscheinlich die Soldaten auch eine Möglichkeit hatten, sich hier zu verschanzen. Die Frage ist nur, kommen wir jetzt hier so easy rein, ne? Wir können den Stollen wieder erkennen. Hier ist sogar wieder Verschalung dran. Das müsst ihr euch mal überlegen. Nach 100 Jahren ist hier noch die Verschalung. Ich weiß es nicht, ob ich hier so easy reinkomme, Leute. Rein schon, aber wahrscheinlich nicht raus, oder? Oh, es ist halt wieder... Warum müssen diese verdammten Zugänge so beschissen mal sein? Ja, Leute, ich bin jetzt hier nochmal im vorderen Bereich des Küchenblocks. Also das war der Zugang. Ah, der sieht noch krimineller aus. Also, ihr könnt es ja hier sehen. Also, da komme ich noch nicht mal mit meinem Kopf durch. Ich bin jetzt schwer am Überlegen, weil wir noch so viele Sachen haben, ob ich mir das antue, da jetzt wirklich da rein zu hämmern. Das ist wirklich eine Überlegung. Aber jetzt sind wir nun mal hier. Ich gucke mal, ob sich das ausgeht. So, ich muss jetzt noch mal eben unsere Meinung revidieren. Die Küche, das war das an der Straße mit der
mit der Schmiererei, sage ich mal, mit dem übermalten Bild. Das war die Küche. Und das hier ist schon wieder der Stützpunkt 8. Jetzt kommt man hier nämlich echt schon durcheinander. Ich guck mal. Also ich erreiche jetzt hier noch nicht den Boden. Und das ist so blöde. Ich hänge hier noch in der Luft. Leute, ich hänge hier noch in der Luft. Das ist ein Risiko, weil ich muss meine Schultern hier durchkriegen und mich an den Seiten wegpacken. Und ich habe jetzt schon, obwohl ich ja noch nicht runter bin, jetzt ein Problem. Das wird zu kriminell. Ich glaube, ich lasse es vernünftigerweise jetzt einmal sein, obwohl meine Neugier ehrlich gesagt unheimlich groß ist, weil ich jetzt keine Fotos von innen kenne. Aber ich muss einen kühlen Kopf bewahren. Tut mir leid, Leute. So, meine lieben Freunde, Melanie hat den Stützpunkt 7 entdeckt. Das ist heute ja auch wieder alles nicht so einfach. Und hier ist es wirklich extrem trocken. Ja, sehr schön. Und dann könnt ihr das mal sehen, was das für Nischen eigentlich nur sind. Und das Ganze wurde erst Anfang 1918 fertiggestellt. Und hier oben drüber befindet sich das berühmte Hessenwerk auch. Das ist der Stützpunkt 6. Und da werden wir auch gleich noch dazu kommen. Und ja, ihr seht ja, da liegt deutlich tiefer. Hier hat man dann auch eine Entwässerung eingebaut, eine Pumpe, weil der konstant mit Wasser halt zugelaufen ist. Das kann man sich wirklich sehr gut vorstellen. Ja, ihr könnt es vielleicht hier erkennen, wie niedrig das ist. Ich muss mich schon sehr bücken. Und wie gesagt, wenn ihr sowas macht, bitte nur mit Helm. Da bin ich heute ein sehr, sehr schlechtes Vorbild, das weiß ich. Deshalb ignoriert es bitte jetzt und macht es definitiv besser. Oha, ey, da hinten ist sogar noch Ausbau. Tatsächlich, Leute, guckt euch das mal bitte an. Wir haben ja noch das komplette Heinrichsblech drin. So Leute, jetzt habt ihr das hier nochmal mit meiner Perspektive, also mich jetzt direkt im Vergleich. Also ihr könnt sehen, über 1,90 und ich kann hier aufrecht drin stehen. Also haben sich die Soldaten hier noch tief im Stollen Refugium geschaffen und konnten hier praktisch aushalten, wenn das Ganze unter Artillerieschlag lag. Und vermutlich kam man hier noch weiter in die Kampfgräben, die hier ringsrum um diesen Stützpunkt halt verbunden gewesen sind. Und wie gesagt, hier noch Teerpappe ausgekleidet und vermutlich noch Holzverschalung. Also die haben es sich hier schon recht gemütlich gemacht. Aber man darf nicht vergessen, man ist unter der Erde und das ist schon ganz schön krass. Da oben ist noch komplett Stacheldraht drin. Hier unten liegt das auch alles noch. Die haben sich ja auch hier richtig eingegraben, Stacheldrahtverhau. Das ist noch original. Der ganze Stacheldraht ist hier auch noch drin. Da oben können wir das erkennen. Alles voll. So Leute, wir machen gerade eine kleine Rast hier, weil es ist wirklich mörderisch. Die Berge jetzt hier hoch. Aber ich habe hier wieder ein Schrapnell gefunden von einer Granate. Und das zeigt halt, wie extrem Artillerie hier damals eingesetzt wurde. Da wurden ja wirklich systematisch auch von den Franzosen die deutschen Stellungen bombardiert und eingeäschert. Und das ist mal wieder so ein Teil, was hier irgendwann mal eingeschlagen ist. Und die ganzen Bäume, die ihr hier seht, die existierten da gar nicht mehr. Das war wirklich auch wie beim Hartmannsweiler Kopf einfach eine Mondlandschaft hier. Alles zerschossen. Das existierte gar nicht so, wie es heute hier aussieht. Also Leute, ich möchte nochmal hervorheben, die außergewöhnliche Leistung der Soldaten hier im Ersten Weltkrieg ist wirklich gigantisch. Wir sind jetzt hier hinten hoch und unsere einzige Aufgabe ist es ja hier nur hoch. Wir mussten jetzt Werk 6 erstmal auslassen, das hätten wir anders anlaufen müssen. Jetzt sind wir bei Werk 5 gleich, hoffentlich. Aber hier oben zu bestehen, zu laufen und alles, Schanzen ausheben, Betonunterkünfte bauen und. Und dann noch kämpfen.
Und dann noch viertens Wetter. Das ist ja jetzt brutal im Sommer und im Winter ist es auch brutal. Das sind solche unmenschlichen Leistungen, die hier verbracht wurden von den Menschen. Das glaubt man gar nicht. Außer man spürt das dann immer zum ganz kleinen Bruchteil am eigenen Leib, wenn man das hier wieder macht und hier durch die Pampa haut. Und hier geht es ja nicht bei uns um Leib und Leben. Hier geht es bei uns nur irgendwie hier hochzukommen. Das ist wirklich Wahnsinn, ne? So Leute, hier oben ist das drin. Hier müssen wir jetzt auch noch hochkraxeln. Oh. Stützpunkt Nummer 5. Oh. Das ist wirklich, also, es ist ein Kampf hier, ey. Das glaubst du nicht. Und hier unten ist er, hier unten ist der andere Teil. Schaut euch das bitte an, Leute, hier. Es ist wirklich Wahnsinn, wo wir hier sind. Das siehst du erst wieder alles, wenn du davor stehst. Oh, schön. 100%ig. Es hat sich gelohnt, die Anstrengung hier hoch. Krass. So, wir sind jetzt hier eben auf dem Stützpunkt 5 einmal drauf gegangen, weil hier noch eine sehr schön erhaltene Inschrift ist. Hier steht auch Stützpunkt Nummer 5, erbaut 1917 von der 2. Landwehr-Pionierkompanie. So ein Zugführer war ein Leutnant Ratsch, müsste das gewesen sein. Und das war 1917 schon komplett betoniert ausgebaut. Das Ganze hier oben drüber soll sich auch ein Minenwerfer befunden haben. Und auch hier drinnen sollte er noch ganz gut erhalten sein, aber das werden wir jetzt auch gleich sehen. Aber das hier ist schön, dass das noch erhalten ist. Man darf nicht vergessen, das sind hier auch über 100 Jahre. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Hier sieht man auch ganz gut, dass hier auch elektrische Leitungen gelegt wurden, was ich hier mal zu Anfang gesagt. Hier sind noch teilweise die Porzellanfassungen, die ganze Keramik. Das ist schon interessant. Mal gucken, was wir noch alles so finden. So Leute, jetzt sind wir hier in den Stützpunkt 5. Und hier finden wir gleich auch schon die ersten Relikte. Auch wenn man jetzt hier noch mal rein guckt in diesen kleinen Spalt hier. Ich denke mal, dass hier mal Leute irgendwie gesucht haben. Also hier findet man viele Bleche, teilweise auch so geschmolzenes Glas schon. Und hier findet man auch höchstwahrscheinlich einen Teil von einer großen Granate. Hier ist der Kopf. Und der ist auch sehr schwer. Und das sind hier einzelne Kammern. 2 große, wo das Heinrichsblech schon fehlt. Einmal eine hier und einmal eine da hinten. Und hier gibt es noch einen Aufgang. Hier geht das Ganze halt noch weiter. Ich war schon mal einmal kurz oben. Dann kommen wir noch weiter rein. Ich kann euch einmal gleich mitnehmen. Dann können wir uns das da oben auch noch mal angucken. So, hier kommt man über so einen Vorsprung hier hoch. Oh. Das ist auch wieder alles krass hier, ne? Das ist wirklich... Schaut euch das mal an hier hin. Hier kommt die nächste Kammer. Die auch komplett ausbetoniert gewesen ist. Das ist Wahnsinn. Hier gab es auch einen Durchgang und dann geht das da hinten auch noch weiter. Oh.
Ein ganzes Stück wahrscheinlich auch noch. Wie gesagt, hier oben drüber ist dann der Minenwerfer gewesen. Das sind so kleine, ja wie Mörser sind das wahrscheinlich gewesen, die man hier auch schnell hoch transportieren konnte. Und das sind so Steilfeuerwaffen. Oh mein Gott, wie weit die gehen. Da ist schon wieder eine Betonverschalung da oben. Da ist schon wieder Beton. Hier auch. Hier ist noch Stacheldraht. Hier geht es auch schon wieder rum. Hier unten ist Stacheldraht. Hier. Da. Und da geht es irgendwie weiter. Hier muss es zum Minenwerfer gegangen sein. Ist das hier wieder ein Abenteuer? Ich sag's euch, Leute. Wir sind hier wieder im Indiana Jones Feeling. Guckt euch das an, hier ist der Zugang, nämlich hier oben. Und da war vermutlich wieder das Periskop. Ist das krass. So, Mella ist hier unten, hier sind wir rein. Und jetzt gibt es hier oben noch einen zweiten Eingang. Hier waren auch schon Reliktesucher am Werk und haben hier verschiedene Sachen ausgegraben und hier hingelegt. Hier ist sogar noch ein Schaufelblatt. Ein Stück vom Heinrichsblech. Und hier ist ein zweiter massiver Zugang. Ich schätze mal fast, dass hier oben auch ein Relikt drin war. Ein Relikt sage ich schon, hier eine Inschrift hier oben. Ist leider schon rausgebrochen. Aber ich glaube, das sieht gar nicht so aus, wie wo ich rausgekommen wäre. Oha. Nee, Leute, das ist was anderes. Jo. Tatsächlich. Das ist noch mal komplett anders hier. Ach du Gott. Da geht's auch schon wieder weg. Ja, es ist gigantisch hier. Was die hier wieder in die Berge gekloppt haben. Es ist... Und überall liegen hier Relikte noch verteilt. Also hier kann man noch so viel finden. Hier ist noch eine weitere Kammer. Ist das heftig. Oh, hier müssen wir aufpassen. Hier ist ein kleiner Salamander. Deshalb immer Augen auf. Nein, Leute, das ist wieder eine komplett andere Ecke hier. Wir sind hier schon wieder woanders. Ey, ich fasse es nicht. Also diese Stützpunkte, die reichen hier so tief in den Berg. Das ist schon wieder, hier seht ihr hier oben auch, hier ist sogar ein kompletter Stahlträger drin. Also, hier liegen noch riesige, es kann ein Tisch sein vielleicht. Es geht hier ohne Ende weiter. Ne? Wir können hier so tief noch in diese Anlagen teilweise vordringen. Aber ich möchte es jetzt auch nicht zu sehr ausmaxen. Oh. Hier geht es zur nächsten Kammer. Wieder komplett ausbetoniert. Es ist unfassbar, was hier gemacht wurde. Was die Deutschen hier an Ausbauleistungen
schaffen konnten zu dieser Zeit. Was ist das denn hier? Das sieht vielleicht aus wie so ein Sprachrohr, ein Teil davon. Interessant. Oh, da gehen Treppen hoch, Leute. Oh. Und hier geht man auch wieder runter. Ey, das ist alles zugefallen hier. Schaut mal, hier wären wir noch weiter runtergekommen. Oh mein Gott. Das ist unfassbar. Da oben sehe ich aber Licht. Ist auch eine Wasserleitung drin. Die haben das alles so krass ausgebaut. Nische. Da geht die Wasserleitung durch. Hier geht die Treppe hoch. Das glaubt man nicht. Das ist wirklich Pioniere, ne? Sage ich nur, Pioniere. Ich glaube, der Ast, der ist hier ein bisschen hingestellt worden, damit keine Tiere hier reinstürzen. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Da. Ein Loch im Nichts. Leute, ein Loch im Nichts. Mella ist irgendwo hier unten. Ist das nicht krass? Hätte uns einer wieder gesagt, was das für eine Tortur wird. Ist wirklich Wahnsinn. Also, wie wir hier zu den einzelnen Stützpunkten müssen, wir sind jetzt gerade wieder querfeldein, weil es gibt ja auch keine genauen Wege oder sowas. Von hier unten sind wir wieder hoch, um hier hinzukommen. Relikte wieder von einer großen Granate. Hier sind man irgendwelche Führungsrillen noch irgendwie. Oh. Leute, ich sag's euch. Das ist hier wirklich was komplett anderes. Also Hartmannswiller Kopf ist dagegen absolut touristisch erschlossen. Das hier ist nix. Sudelkopf ist vollkommen wild. Ihr könnt es hier sehen. Das sind die Stützpunkte, die Anlagen. Da oben geht es weiter. Oh. Wir ballern hier die letzten Körner. Also ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden hier nicht ansatzweise alle Stützpunkte, die wir hier uns notiert haben, anlaufen können. Das ist unmöglich. Dafür bräuchte man jetzt wieder eine ganze Woche. Das ist auch 30 Grad. Und es sind auch 30 Grad. Wir sind hier zwar am Wald, aber das bessert es jetzt auch nicht wirklich. So Leute, jetzt gehen wir mal hier in den Stützpunkt 4 rein. Das ist einer oder der größte Stützpunkt vom Ausbau her. Hier soll es ganz große Kammern auch geben. Aber hier haben wir jetzt erstmal eine große Kammer. Ich vermute mal fast, dass wir hier wieder hoch können. Ja. Das soll durchgängig sein. Das sieht aber da schon echt übel aus. Muss ich mal leider so sagen. Die Fachliteratur, die ich dazu gestöbert habe, die ist jetzt auch schon etwas älter. Aber man sieht hier auch, dass das gut abgeht von der Vierste. Deshalb will ich das
jetzt auch, wie gesagt, nicht überreizen. Oh ja, der wird auch wieder ein ganzes Stück gehen, aber das sieht mir hier ehrlich gesagt jetzt zu gefährlich aus. Oh, guckt euch das mal an. Hier liegen ja unzählige Flaschen. Die Reste davon. Guckt euch das mal an. Das ist alles noch original. Das ist teilweise auch flüssig geworden. Hier muss es gebrannt haben. Das ist ja Wahnsinn. Das ist alles so ein bisschen. Teilweise sind noch die Kronkorken dran. Heftig. Wirklich heftig, ja, man sieht das an dem Holz, hier hat's gebrannt. Keine Ahnung warum, ob das damals schon so war. Hier auch. Ja, Merlin hat den eigentlichen, ja, ich würde mal sagen, Hauptzugang gefunden. Das ist hiermit das Spannende, weil wir hier noch eine Inschrift haben. Hier sieht man es noch ganz gut. Stützpunkt 4 erbaut. Zweite Landwehr-Pionierkompanie 14, ne? Auch 1917, dritter Zug. Okay, der Zugang ist hier schon ein bisschen zugefallen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt etwas in die Knie gehen wieder. Und hier oben erkennt man halt auch, dass das hier mit Teerpappe ausgekleidet ist. Also ich vermute mal, dass das hier auch alles Treppen gewesen sind, die man jetzt halt nicht mehr sieht. Die sind teilweise nämlich auch mit Holz bedeckt gewesen, die Trittstufen. Hier ist immer noch mal so eine Nische, wo man hier beobachten konnte. Und hier kommen wir halt wirklich wieder in so eine riesige Kammer. Ja. Und es ist schon wirklich wieder hoch. Und hier kommt man wieder an das Stollensystem, Leute. Aber man sieht hier unten auch die ganzen Heinrichsbleche, die schon hier unten liegen. Das weist halt darauf hin, was hier runtergekommen ist über die 100 Jahre. Ne? Das möchte ich hier ehrlich gesagt nicht auf den Kopf haben. Dann war's das. Können wir dann hier das letzte Video schneiden? Ich sehe schon, wo es hingeht. Es geht noch weiter nach unten. Es ist wirklich, Das ist krank, Leute. Das habe ich meinen kühnsten Träumen jetzt hier wieder nicht erwartet. Hier oben haben wir ein paar Schatzsuche schon. Wieder ein paar Metallreste, solche Haken, solche Anker gefunden. Da liegt noch ein bisschen Draht. Da scheint es aber wieder hoch zu gehen. Aber wie gesagt, das lasse ich bleiben. Wir haben jetzt noch zwei schöne Stützpunkte, die wir anschauen wollen. Und man muss es auch ein bisschen komprimieren, ehrlich gesagt. Wir können euch hier auch kein 3-Stunden-Video zeigen. Das ist ein bisschen krass dann. So Freunde, wieder eine Hauruck-Aktion. Ihr glaubt das nicht. Wir sind jetzt von da oben hier runter, den Berg jetzt runter gerutscht. Wir wollten erst falsch gehen. Hier auf dem Weg, weil wir hier jetzt zum Stützpunkt 4 kommen. Ja, hätten wir das irgendwie da drin stehen gehabt, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen leichter geworden. Aber sonst wären wir jetzt auch komplett wieder berghoch gerannt. Also noch höher. So, das muss jetzt Stützpunkt 3 sein. Boah. Und jetzt verballere ich wirklich meine allerletzten Körner. Danach geht auch nicht mehr viel. Bin ich ganz ehrlich, Leute. Das muss man schon zugeben. Weil das Interessante ist hier wirklich das noch.
Dieses alte Wappen. Landwehr, Jägerregiment 40, 6. Kompanie. Und hier wird es wieder dunkel. Muss ich erstmal die Taschenlampe rausholen. So Leute, jetzt geht's rein hier. Und hier sieht man, dieser Stützpunkt ist mit der best ausgebauteste Stützpunkt gewesen. Ihr könnt hier schon an den Seiten sehen, wie gut das ausbetoniert ist, die ganzen Gänge. Und man hat hier auch eine Wasserrinne geschaffen. Und schaut euch das mal an hier. Die erste große Kammer. Die ist bedeutend größer nochmal. Hier hinten geht es auch schon wieder hoch. Hoch und weiter und tiefer rein und ach Gott. Guckt euch das bitte mal an. Es ist unbegreiflich, also damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mir das durchgelesen. Alles aber, was mir für was, also ist auch einfach zu warm. Von was für Dimensionen wir hier wieder sprechen, das glaubt ihr nicht. Das müsst ihr selber gesehen haben. Ich bin auch schon so K.O. Hier geht's weiter. Wir gehen mal diese Betongänge jetzt weiter. Hier, die nächste Kammer. Nee, das ist die zweite Kammer. Das ist die zweite Kammer, Schatz. Ich habe ja gerade hier von der linken Seite durchgeguckt. Da habe ich die Heinrichsbleche nämlich hier liegen gesehen. Von da hinten haben wir nämlich gerade geguckt. Jetzt geht es hier weiter. Also denke ich mal, da kommen auch noch weitere Kammern. Ja Leute, wir sind jetzt noch in der zweiten Kammer gelandet. Also eigentlich die vierte Kammer. Guckt euch das mal an. Wir sind hier hinten durchgekommen. Durch das Stollensystem. Landen hier wieder in so einer Kammer. Und guckt euch das mal an, wie krass das aussieht. Da könnt ihr Melanie sehen. Der kommt jetzt gerade wieder rein. Der Lichtkegel, das Werdelicht. Wow. So klein ist Miller da drin. Da seht ihr nämlich mal, wie groß das Ganze hier wieder ist. Das ist wirklich übel. Okay, es waren alles Gebirgsjäger. Alpiner fahren und so weiter. Ich bin ja eh nur ein Flachland-Tiroler. Ich bin jetzt aber gerade schon wieder von hier unten hoch. Ich bin eigentlich wirklich unter Limit. Also es ist mehr als schon die Grenze überschritten, bin ich ganz ehrlich. Und ich bin oft alpin unterwegs, aber das Wetter und alles, das ist krass. Ich bin jetzt noch auf dem Weg zum berühmten Hessenwerk. Mella macht jetzt einen Break und ich ziehe mich jetzt hier noch hoch. Aber fragt nicht wie. Und das muss auch immer gesagt sein. Also diese ganzen Sachen, die liegen hier nie easy irgendwie an einem Wanderweg. Ab und zu kommt man auf den Weg. Hier jetzt beim Stützpunkt 3. Und ja, dann ist er am Weg. Aber wie man dann zu den anderen Stützpunkten kommt, beziehungsweise von einem anderen Stützpunkt dahin, das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Also hier ist, das ist komplett, also wer am Hartmannswiller Kopf war, jo, da geht's hoch, schön, aber alles geschmeidigen Weg. Und man hat die Sachen mehr oder weniger links und rechts, weil es auch gepflegt wird vom Verein. Aber hier ist alles wild mittlerweile. Aber das lieben wir ja auch. Deshalb ist das nur eine Beschwerde mit den Abenteuerhäkchen, sagen wir es mal so. Aber ich muss hier pumpen, also mein Herz ist wirklich bup, 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 bup. Ich will hier jetzt keinen Blutdruck oder Puls oder irgendwas messen. Der pfeift mir jetzt wahrscheinlich direkt um die Ohren.
Es muss aber auch immer so gehen, Leute, es muss so gehen. Ne? So, aha, hier oben sehe ich jetzt gerade den Beobachter. Ich bin schon hier vorbeigerannt. Hier oben muss jetzt das Hessenwerk hier irgendwo sein. Der sucht, der findet. Also man kann sich so gut wie möglich vorbereiten und das machen wir eigentlich immer. Aber wenn man in dem Gelände ist, die Gegebenheiten erstmal kennenlernt, praktisch reingeschmissen wird, dann ist das was komplett anderes. Wenn man hier aufgewachsen ist, das Gelände kennt, einziger Vorteil ist, wir haben eine gewisse Erfahrung einfach und können so ein bisschen das Gelände lesen, haben ein Auge dafür, wo andere vielleicht vorbeilaufen. Das ist der Bonus, den man hat. Wo ist denn der bescheidene Stollen jetzt? Oh, ich will jetzt eigentlich nicht nochmal zum Beobachter runter. Das gibt's doch nicht. So Leute, von da oben habe ich den Beobachter gesehen. Das ist, wenn man immer dunkle Flecken auf einmal im Wald sieht, wie hier, die Schatten werfen, weil der ja offen ist. Das ist wieder so diese kleine Kuppel, wo ich mich beim Stützpunkt, ich weiß nicht mehr, 5 oder so versucht habe, reinfallen zu lassen. Aber wo ist das Hessenwerk? Das Hessenwerk, das hat einen anderen Eingang. Das ist wirklich nur ein Beobachter. Das ist irgendwas Zusammengefallenes hier. Das ist auch nix. Gar nichts ist das hier. Jetzt bin ich wieder runtergegangen. Ey, das ist doch zum Kotzen. Seht ihr die Erhöhung hier? Das ist der Beobachter. Kommt man auch gar nicht rein, sehe ich gerade. Das ist komplett weggeknackt. Das Hessenwerk muss hier irgendwo sein. Oh, jetzt muss ich wieder hoch, ey. Das ist eigentlich der Abschluss des Videos, Leute. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal drauf einstellen. Aber der Abschluss bedeutet noch nicht, dass man das jetzt hier easy findet, ey. Ich muss noch mal hoch. So, für das ganze Geschnaube und Gestöhne noch weiter hoch. Hier ist nochmal ein ehemaliger Weg. Ja, ihr seht ja auch, das wird kaum begangen, wenn überhaupt befahren, durch die Forstwirtschaft. Und hier unten muss er sein, das Objekt. Oh Gott, ey. Und hier ist nix, nada. Wir haben hier seit Stunden keinen einzigen Menschen gesehen. Hier läuft keiner her, hier wandert keiner her. Bitte lass es den sein, weil es gibt hier so viele Betonwerke, Unterstände, Grabensysteme. Das ganze Ding ist durchzogen. Ihr habt es jetzt gesehen im Verlauf des Videos. Bitte, bitte lass es den sein, weil der ist nochmal ganz besonders. Oh Gott, bitte. Er ist es nicht, ich fasse es nicht, Leute. Da hinten geht es aber weiter. Das ist irgendeine andere Struktur, die dazugehört. Finger kreuzen. Oh nee, bitte nicht. Da ist noch was. Das kann doch nicht sein, ey. Wenn das Ding zusammengeklappt ist, dann gute Nacht. Noch so ein Beton-Oschi, der sieht aber auch nicht danach aus. Wo bin ich denn hier? Da ist ein anderer Zugang. Scheiße, Leute. Jetzt habe ich ein Problem. Unter diesen Dingern, wo wir gerade waren, ist noch eine weitere Struktur. Bitte lass es das jetzt sein.
Sonst gehen wir hier vollkommen Crash out. Dass das Video so enden musste, wäre wirklich absolut fatal. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh Gott, Leute. Also jetzt war ich wirklich, jetzt habe ich gerade noch mal Energie bekommen. Also, ey, wo sind wir hier, Leute? Wo sind wir hier? Oh mein Gott. Da ist es. Oh, guckt euch das an. Sieht das nicht krass aus? Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind am Hessenwerk. Oh, fällt mir jetzt ein Stein vom Herzen. Ihr glaubt es nicht. Wenn man solche Anstrengungen hier im Berg hat. Oh mein Gott. Hessenwerk. In was für ein Zustand, Leute. Guckt euch das mal bitte an. 100 Jahre. Dann könnt ihr sehen, wo wir hier sind. Hier gibt es keinen Touristenverkehr. Hier sind kaum Menschen. Ich habe, weiß ich nicht, wann ich das letzte Foto, also wie aktuell das letzte Foto ist, was ich gesehen habe. Und ich recherchiere wirklich immens viel im Internet auch. Ich habe das ewig nicht mehr gesehen. Oh, und guckt euch das an. Das ist wie, als ob es gestern gemacht wurde, wenn der Moos nicht da wäre. Oh mein Gott, ey. 1916, Leute. Wir sprechen hier nicht vom Zweiten Weltkrieg. Wir sprechen hier vom Ersten Weltkrieg. Und guckt euch bitte an, wie das noch intakt ist. Erbaut Landwehrinfanterie Regiment 1387 1916. Ich hau das manchmal immer ein bisschen durcheinander, also falls ich das im Verlauf des Videos gesagt habe. Landwehr-Jägerregiment sage ich manchmal auch. Ich meine auch, das schon ein paar Mal gelesen zu haben. Ich komme da immer ein bisschen durcheinander mit den Einheiten. Deshalb seht mir das nach, wer hier richtig im Saft ist mit dem Thema. Tja, nur rein kann man nicht mehr. Also in der Fachliteratur habe ich gelesen, dass man hier damals noch rein konnte. Aber ja, ihr seht, kein Weg mehr rein. Vielleicht gibt es irgendwo, wir haben ja da ein paar andere Betonstände gesehen, irgendwo noch Notausstieg und so weiter, die noch in das System führen. Aber ehrlich gesagt hätte ich auch nicht mehr ansatzweise die Kraft, da nochmal unterirdisch irgendwas zu machen. Es ist einfach nur Wahnsinn hier. Ja, an dieser Stelle, Leute, möchten wir euch verabschieden. Melanie ist wie gesagt unten. Und ja, wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen hier. Das war wirklich ein Kampf und ihr könnt es sehen, es hat sich definitiv gelohnt. Das sind wirklich mit einer der schönsten und letzten Relikte hier in den Vogesen, die man so jetzt überhaupt noch finden kann. Wie gesagt, es gibt sicherlich noch mehr, aber dafür braucht man einfach mehr Zeit. Man muss das Gelände besser kennen. Es gibt Menschen, die hier über Jahrzehnte unterwegs sind und vermutlich auch immer noch nicht alles kennen. Und man muss auch teilweise Glück haben. Und trotz alledem ist es halt ein gefährliches Gelände. Man findet immer wieder Munitionsreste und Stacheldraht und das Gelände an sich ist abschüssig und auch jetzt hier in der Trockenzeit ist das alles nicht zu unterschätzen. Man kann hier schnell wegrutschen und landet dann halt weiter unten und das wahrscheinlich eher unschön. Aber wie gesagt, wir sind froh, dass wir das alles noch gefunden haben. Das Hessenwerk, das war mir jetzt wirklich noch ein Krampf auf meiner Seele. Das wollte ich unbedingt sehen und ich bin froh, dass es geklappt hat. Deshalb, Leute, lasst uns auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Glocke, damit ihr auch informiert werdet, wenn es hier ein neues Video gibt. Lasst uns auf jeden Fall was in die Kommentare da. Wir haben hier echt wieder lange recherchiert, einen hohen Aufwand betrieben, damit wir euch das zeigen können, gerade für Menschen, die vielleicht aus diversen Gründen nicht mehr die Chance haben, sich das hier anzuschauen. Und wollten euch damit einen kleinen Beitrag hier im Netz hinterlassen, dass ihr das wenigstens einmal gesehen habt. So, ich will nicht lange schnacken. Schaltet einfach das nächste Video ein. Ich bin raus. Wir sehen uns. Macht's gut.